Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ihr habt das Bedürfnis nach Ferne, nach Weitsicht und trotzdem Historie und Kultur? Ich hätte einen Tipp für euch. Bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Wer regelmäßig meine Filme schaut, dem wird die Kapelle Schönberg bereits ein Begriff sein. Viele wollten gern mehr über diese alte, kleine Kapelle wissen. Deshalb fahren wir ein weiteres Mal nach Hessen und finden an der B254 zwischen Schwalm-Stadt-Ziegenhain und Alsfeld die zu Schrecksbach gehörende Kapelle. Die Straße am Schönberg laufen wir nicht weit nach oben, biegen rechts ab und gelangen über eine schmale Gasse zu Füßen der Treppen. Übrigens ist es gleichzeitig offizieller Wanderweg, nämlich der Schwalm-Höhenweg und gleichzeitig der Brüder-Grimm-Weg Nummer 11. Die Treppenstufen habe ich zwar nicht gezählt, aber oben angekommen darf man schon einmal tief Luft holen, denn wir stehen vor der über 1000-jährigen Kapelle. Ich war oft hier und bin jedes Mal aufs Neue beeindruckt. Gönnt euch die Zeit, es auf euch wirken zu lassen und genießt zunächst auch die Aussicht. Natürlich wächst auch die Neugier, wie mag es wohl in so einem altehrwürdigen Bauwerk aussehen. Es gibt im Jahr mehrere öffentliche Führungen und so haben wir das Glück und können eintreten und haben mit Herrn Dickel einen höchst sachkundigen Führer. Doch seht und hört selbst. Ja, guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier auf dem Schönberg, diesem wohlgeformten Bergkegel in der Schwalm. Der Bergkegel ist so etwa knapp 300 Meter hoch und auf dem Bergkegel steht diese 1000-jährige Kapelle, die Kapelle Schönberg. Der Schönberg wurde erstmals erwähnt im Jahre 1030, als der Graf Hartmann von Ziegenhain seinen Anteil am Schönberg oder damals Skonenberg an das Kloster Neuenburg bei Fulda verschenkte. Der Bergkegel war in der Zeit um Bonifatius mit einer Holzkapelle versehen und das kann man auch draußen noch sehen. Das sind ganz typische Dinge, die eine Holzkapelle ausmachen. Auch die Baustile, sind zwei Baustile vertreten. Einmal der romanische Baustil, dieser runde Bogen und auch der spitze Bogen, der gotische Baustil. Die Fenster sind alle im gotischen Baustil. Auf einem sehr schönen, großen gotischen Fenster auf der Nordseite ist eine Jahreszahl eingraviert, eine 1 und eine halbe 8, also 1490. Die Kapelle ist renoviert worden im Jahr 2000, da sie vorher einsturzgefährdet war. Die Gefährdung kam durch eine Undichtigkeit im Dach und es kam ein Rechtsanwalt aus Paris, der Tim Riedinger, hierher und wollte mit seinem Freund die Kapelle besuchen. Nein, ihr dürft nicht hier rein, die ist einsturzgefährdet. Und das war der Anlass, dass der Tim Riedinger, dieser deutsche Anwalt, der in Frankreich eine Anwaltskanzlei betrieben hat und auch noch betreibt, gesagt hat, wir müssen einen Förderverein gründen, der dann auch sich gegründet hat. Und wir mit unseren paar Groschen, wir konnten natürlich nichts ausrichten bei so einem Objekt und haben dann den Zug gewonnen, die Gemeinde einmal als Eigentümer des Gebäudes und die evangelische Kirche und ganz wichtig die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und eben der Förderverein. Die vier haben sich die Kosten geteilt. Auf der Südseite ist ein kleines Fensterchen, das ist aus einem Stein gehauen und Sie werden das sicherlich im Film noch sehen. Dieses Fensterchen hat seinerzeit der Professor Kiso, der ehemalige Vorsitzende der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, gesehen und war also, ich kann schon sagen, ganz verliebt in dieses Fensterchen. Und das hat auch dazu beigetragen, dass sich die Stiftung sehr stark hier beteiligt hat. Natürlich nicht zu vergessen auch die Bevölkerung. Die Bevölkerung hat
sich beteiligt bei allen möglichen Dingen, nicht nur mit Arbeit, sondern auch mit Geld. Beispielsweise die Elektrifizierung des Geläutes oben, das hat die Sammlung ergeben, dass wir das machen konnten. Denn bis vor 4, 5 Jahren wurde noch von Hand geläutet. Der Läuter wohnte unten am Berg und musste jeden Morgen um 7 Uhr, um 11 Uhr und um 18 Uhr diese 90 Stufen hier rauf gehen, läuten und wieder runter. Also das war schon eine Mordsarbeit und ja, man kann sagen, das war schon ein bisschen mehr wie Frühsport. Ja, die Kapelle wird auch noch genutzt als Taufkapelle. Hochzeiten finden hier sehr viele statt. Auf den großen christlichen Feiertagen, da wird auch hier Gottesdienst abgehalten und auch ganz wichtig auf Himmelfahrt. Der Himmelfahrtstag ist so eine Art Wallfahrtsort dann hier oben. Aus den umliegenden Gemeinden sollen da die Besucher hierher kommen und am Gottesdienst teilnehmen. Es wurde bis vor einigen Jahren auch hier oben dann noch nach dem Gottesdienst Verpflegung angeboten. Das ist nun leider hier oben nicht mehr, sondern das wird unten im Pfarrhaus gemacht. Da kann man sich also verpflegen. Im Glockenturm oben hängen 3 Glocken. Ein kleines Glöckchen, das Silberglöckchen, das ist nicht aus Silber, sondern hat einen ganz hohen Ton. Und die anderen 2 Glocken haben auf dem äußeren Rand ein Text in lateinischer Sprache. Ich bin leider kein Lateiner. Ich kann es nur sinngemäß übersetzen, so: Gib Frieden, Herr, in unseren Tagen. Und in diesem Text sind verschiedene Buchstaben, nicht der Anfangsbuchstabe, nicht der Endbuchstabe, sondern mittendrin ein Buchstabe, der ist dann wesentlich größer als alle anderen. Und wenn man diese vergrößerten Buchstaben zusammensetzt und sie als römische Zahl liest, dann kommt das Jahr des Glockengusses 1687 heraus. Es gibt natürlich gerade über das Silberglöckchen auch Sagen, auch über die Kapelle gibt es Sagen. Das Silberglöckchen wurde in den Krieg verteidigt durch die anwesenden Bauern mit ihren Werkzeugen und es ist auch deswegen da oben geblieben. Auch vermutet man unter dem Altar einen Schatz, so wie in vielen so ehrwürdigen alten Häusern, dass da mal ein Schatz zu finden sei und den kann man heben. Man darf aber nicht sprechen dabei. Und da geht die Sage, irgendwelche Einbrecher hierher kamen, um den Schatz zu heben und sie haben ihn womöglich auch schon gesehen, bis dann einer sagt, gleich haben wir ihn und zack, war er wieder weg. Und diese Sage, die ist nicht so ganz sagenhaft. In alten Akten aus Bad Hersfeld hat ein Historiker festgestellt, dass die Polizei seinerzeit festgestellt hat, am Schönberg ist eingebrochen worden. Also vermute ich mal, dass da wirklich jemand den Versuch unternommen hat, hier einen Schatz zu heben. Ja, meine lieben Zuschauer, es würde mich sehr freuen, wenn Sie sich die Kapelle anschauten. Ich kann Ihnen dann noch sehr viel mehr erzählen, als nur so einen kleinen Abriss jetzt geben über Geschichte und so ein Bauwerk wie diese alte 1000-jährige Kapelle, die muss man einfach gesehen haben. Das kann man nicht erklären. Allein den Innenraum und auch die äußeren, das kleine Fensterchen. Es hat bisher jeder Besucher gesagt, ach nee, das stimmt aber nicht. Das ist wirklich aus einem Stein gehauen, das kleine Fensterchen. Und kommen Sie hierher, an jedem 4. Samstag im Monat ist eine offene Führung, da brauchen Sie sich nicht anzumelden. Um 14 Uhr beginnt die Führung und Sie können natürlich auch, wenn Sie jetzt sagen, am 4. ausgerechnet, da passt mir es nicht und ich würde gerne, was weiß ich, übermorgen kommen, dann telefonieren wir einfach zusammen 06698 1321 oder dieselbe Vorwahl und 238, das ist dann der Pfarrer und einer von uns beiden ist dann sicher bereit, Sie hier zu führen. Die Führung ist kostenlos. Sie können hier eine CD erwerben von Musikern aus Frankreich,
die hier oben eine ganze Stunde geprobt haben, um zu spielen. Beispielsweise den Schostakowitsch, ist nicht jedermanns Sache, aber Haydn, die 7 letzten Worte Jesu am Kreuz zum Beispiel, das ist ein sehr bekanntes Stück, das ist auf diesen CDs drauf. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Ausflug zu diesem historischen Kleinod. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. In diesem Sinne, bis bald zur nächsten Wanderung oder Eisenbahnhighlight. Ciao!